Heute lernen wir eine neue Wortgruppe kennen, die Temporaladverbien. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich wie immer beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir eine neue Wortgruppe kennen, die Adverbien. Speziell werden wir die Zeitadverbien ein bisschen kennenlernen und später werden wir an unserer klassischen Satzstruktur ein bisschen arbeiten und ein paar Veränderungen vornehmen. Also, wie immer, ohne viel bla bla bla, gehen wir an die Tafel. Zeitadverbien oder Temporaladverbien. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir werden heute eine neue Wortgruppe, die Adverbien, kennenlernen. Eine kleine Info: Zeit bedeutet auch temporal, also temporal oder Zeit. Genau. Also, wie immer, wir warten nicht und starten. So, wir haben verschiedene Adverbien. Also Temporaladverb, Lokaladverb, Modaladverben und Kausaladverben. Diese interessieren uns in diesem Video erstmal nicht. Wir werden die Temporaladverbien kennenlernen. Was bedeutet temporal? Temporal bedeutet eigentlich Zeit, also Adverbien, die eine Zeit beschreiben. Machen wir weiter. Lernen wir die wichtigsten. So, wie oft ist eine sehr klassische Frage nach einem Adverb? Wie oft? Und das sind die klassischen Antworten. Wir haben natürlich sehr viele, aber wir lernen Schritt für Schritt die wichtigsten erst. So, nie. Zum Beispiel, wie oft trinkst du Alkohol? Ich trinke nie. Also 0%. Ich mache es nie. Dann, wenn wir etwas wenig machen, sagen wir auch gerne selten, also ungefähr 25%, damit du das verstehst. Also die Prozente sind natürlich nicht exakt anzunehmen, aber damit wir das verstehen. Manchmal ist so 50%, dann haben wir oft 75% und dann haben wir immer, das ist dann so 100%. Ich mache immer meine Hausaufgaben, also jedes Mal. Die wichtigste Frage ist hier, wie oft? Das waren auch die klassischen Zeitadverbien. Die wichtige Frage hierfür ist, wie oft? Wie oft trinkst du Kaffee? Ich trinke manchmal Kaffee. Wir machen weiter mit Beispielen. Wie du siehst, die Frage ist, wie oft? Wie oft machst du Sport? Ich mache manchmal Sport. Also manchmal ist so 50%. Zum Beispiel, wir haben 7 Tage die Woche und ich mache 2 oder 3 Mal in der Woche Sport. Dann können wir eigentlich manchmal sagen, also ungefähr. Machen wir weiter. Wie oft lernen Sie Deutsch? Ich lerne immer Deutsch, zum Beispiel. Oder ich lerne oft Deutsch. Ich lerne manchmal Deutsch. Oder ich lerne selten Deutsch. Oder, ich hoffe nicht, ich lerne nie Deutsch. Ja, das kann man alles hier einsetzen. Und das sind dann ungefähr die Prozente. Machen wir weiter. Wie oft spielst du Fußball? Schreiben wir mal, ich spiele oft Fußball. Zum Beispiel. Oder ich spiele manchmal Fußball. Das passt alles. Dann, wie oft geht sie ins Kino? Sie geht manchmal ins Kino. Zum Beispiel. Also 50% von ihrer Zeit. Wie gesagt, sind das die klassischen Zeitadverbien, aber wir haben mehr davon. Ich zeige dir gleich an der Tafel ein paar Beispiele für Zeitadverbien und danach
gehen wir zu unserer klassischen Satzstruktur. Da tauschen wir unsere Zeit mit unserem pp. So, wir hatten jetzt die wichtigsten Temporaladverbien gelernt. Natürlich haben wir auch sehr viele andere Temporaladverbien. Und hier haben wir dann erstmal die klassischen Fragen. Wie lange, wie oft oder auch wann. Nach diesen Fragen können wir auch mit Adverbien antworten. Ich habe jetzt mal ein paar für dich aufgeschrieben. Zuerst, dann, danach sind zum Beispiel temporale Adverbien. Früher, jetzt, später, morgen oder bald, heutzutage, montags, abends, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich und. Ja, Temporaladverbien sind auch ein wichtiges Thema und versuche möglichst viele Adverbien zu lernen. Das wird deine Sprache flexibler, attraktiver und auch eleganter machen. So, wir hatten bis jetzt immer mit unserer klassischen Satzstruktur in Präsens gearbeitet, mit dieser Formel. Und nach dieser mathematischen Formel hatten wir die Position 1 immer unser pp, Verb Position 2, Zeit Position 3, Ort 4 und 5 Objekt. Bis jetzt haben wir, wie gesagt, mit dieser Formel gelernt. Das war auch gut so. Heute werden wir das ein bisschen ändern. Und zwar funktioniert diese Formel auch, wenn wir die Zeit, also die Position 3 und pp tauschen und Verb an der zweiten Position schreiben. Wir können das machen, das macht unsere Sprache flexibler und auch schöner, ja. Also immer ich oder du. Das ist manchmal langweilig. Deswegen ist das eine gute Alternative, dass wir manchmal Position 3, also die Zeit, als erstes schreiben. Zum Beispiel: Heute lerne ich Deutsch. Punkt. Du siehst, ich habe ganz einfach die dritte Position an die erste Position und mein pp habe ich an die dritte Position. Wichtig ist, mein Verb bleibt fix an der zweiten Position. Und so können wir gerne auch schreiben. Das ist echt manchmal auch sogar besser. Ja, und nicht so langweilig. Auch hier können wir auch Temporaladverbien benutzen. Machen wir weiter. Ja, ich habe dir das schon erklärt. Wie du siehst, können wir pp und Zeit tauschen. Es ist dann nicht immer so langweilig und monoton. Machen wir ein paar Beispiele. Ich habe jetzt hier einen Satz mit Personalpronomen erste Position und mein Adverb manchmal dritte Position. Wir können das jetzt einfach tauschen. Ich schreibe das jetzt mal für dich. Manchmal spielt er zu Hause PlayStation. So, wie du siehst, habe ich jetzt ganz einfach die dritte Position und die erste Position getauscht. Das funktioniert wunderbar. Wie du an der Tafel gesehen hast, können wir Position 1 mit der Position 3 tauschen. Ist gar kein Problem. Es ist manchmal sogar besser. Es ist dann nicht so langweilig, auch beim Schreiben nicht. Wir machen jetzt noch ein paar Beispiele mit dieser Struktur. Zum Beispiel, er geht oft joggen. Also mein pp, Personalpronomen, Verb und Zeit. Also hier habe ich ein Adverb. Wir können das auch so schreiben. Mein Verb bleibt an der zweiten Position. Schreiben wir. Oft geht er joggen. Er geht oft joggen, ist korrekt, aber oft geht er joggen, ist auch korrekt. Machen wir weiter. Sie lernt täglich Deutsch. pp, Verb, Zeit. Also, was kann ich machen? Täglich lernt sie Deutsch. Wie du siehst, habe ich ganz einfach Zeit und pp
getauscht. Ein anderes Beispiel. Er schreibt zuerst einen Text. Also PP, Verb und Zeit. Wir können das tauschen. Ich schreibe das auch mal. Zuerst schreibt er einen Text. Wie du siehst, ist das auch ein Kinderspiel. Du solltest einfach nur wissen, dass man diese Version oder Variante auch nutzen kann. Ja, da sind wir schon auch bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du hier das Video stoppen und die Hausaufgaben machen. Du solltest die Sätze umformen. Die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. An dieser Stelle möchte ich auch an Canva mein herzliches Dank aussagen. Ich habe diese Präsentationsfolien mit Canva erstellt. Eine super geniale Plattform. Ja, das ist keine bezahlte Werbung oder so. Ich finde einfach Canva genial. Kann ich empfehlen. So, das war's auch schon mit diesem Video. Wir haben ein paar Temporaladverbien gelernt. Wichtig zu den Adverbien: Das lernen wir später auch nochmal, aber die Adverbien sind nicht flektierbar. Was das bedeutet, wirst du im Laufe des Kurses erfahren. Und dann haben wir noch an unserer Satzstruktur ein bisschen gearbeitet. Wir haben gelernt, dass wir Position 1 mit der Position 3 tauschen können. Ganz wichtig hier ist, dass die Position 2, also mein Verb, fix ist. Die tausche ich nicht. Ja, ansonsten, wie immer, solltest du ganz viel Praxis, Praxis, Praxis machen und ich danke und sage Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. Wir haben nun die Zeitadverbien kennengelernt und wir machen weiter. Und zwar lernen wir im nächsten Video die trennbaren Verben. Ein ganz wichtiges Thema und den Link findest du dazu hier.